Der Duft von Kiefern und feuchter Erde lag schwer in der Luft, als Maria tiefer in den Wald vordrang. 7 Kilometer hatte sie bereits von ihrem Auto entfernt zurückgelegt, auf der Suche nach den legendären Steinpilzen, die angeblich in diesem abgelegenen Teil des Waldes wuchsen. Endlich, nach langem Suchen, fand sie, eine wahre Pracht an prallen, goldbraunen Pilzen, die unter den Bäumen hervorspitzten. Voller Freude wollte sie sich gerade bücken, um die ersten Pilze zu pflücken, als ihr Blick auf etwas anderes fiel. In etwa 30 bis 40 Metern Entfernung stand ein Bär, majestätisch und unbezwingbar. Sein Blick war starr auf Maria gerichtet, und ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken. Ohne zu schreien oder in Panik zu geraten, begann Maria langsam zurückzugehen, achtete darauf, keine plötzlichen Bewegungen zu machen. Doch der Bär folgte ihr, seine Schritte leise und bedrohlich. Angst nagte an ihr, als sie merkte, dass der Bär sie nicht aus den Augen ließ und den Abstand zwischen ihnen sogar verringerte. Er verfolgte sie, aber er schien nicht aggressiv zu sein. Es war, als wolle er sie irgendwo hinführen. Nach einer Weile, als Maria sich umdrehte, um den Bär zu beobachten, erkannte sie etwas Unglaubliches. Er blickte sie an, seine Augen waren voller Flehen, und sein ganzer Körper schien zu signalisieren, dass er sie an einen bestimmten Ort führen wollte. Mit zitternden Knien entschied sich Maria, dem Bär zu folgen. Sie verstand nicht, warum er sich so verhielt, aber sie spürte, dass er ihr nichts antun wollte. Der Bär führte sie zu einem tiefen Loch in der Erde, das mit einem dicken Wurzelgeflecht verdeckt war. Als sie näher kam, hörte sie kleine, hilflose Bärengeräusche aus dem Loch. Es wurde ihr klar, die Jungen des Bären waren in die Falle geraten. Sie waren zu klein, um aus dem Loch zu klettern. Jetzt verstand Maria, warum der Bär sie verfolgt hatte, er brauchte ihre Hilfe. Schnell kletterte Maria auf einen nahegelegenen Baum, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen und Hilfe zu rufen. Mit zitternden Händen wählte sie die Notrufnummer und erklärte, was passiert war. Die Nachricht wurde an die Polizei und den zuständigen Förster weitergeleitet. Innerhalb kürzester Zeit traf eine Polizeistreife mit dem Förster am Ort des Geschehens ein. Die Beamten begannen sofort, die jungen Bären aus dem Loch zu ziehen. Insgesamt waren es 6 kleine, flauschigen Bären, die hilflos in der Enge saßen. Nachdem die Bären gerettet waren, rannten sie mit ihrer Mutter schnell in den Wald. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.